I wanna do the right thing, oh dear. I wanna you as a part of my life. The forgery is a person. So, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss sagen, dass ich diesen Monat noch nicht so viel gefilmt habe. Also wir haben auf jeden Fall angefangen, den Balkontisch zu bauen. Das werdet ihr dann an späterer Stelle aber auf jeden Fall nochmal sehen. Was ich erzählen kann, ist, dass ich alle Star Wars Teile durchgesuchtet habe. Also echt so alle 1 bis 9 Teile, alle hintereinander weg. Ich habe nämlich vorher noch nicht alle Teile gesehen. Ich habe so ein paar von den älteren gesehen und dann einen von den allerneuesten. Wenn man das aber so guckt und so richtig drin ist, dann macht es auch richtig Spaß. Also ich fand es super, super gut. Und wenn ich was richtig gut fand, dann bin ich jemand, der dann danach echt alle Making-ofs guckt, alle Behind the Scenes. Wie ist es denn bei euch? Mögt ihr Star Wars? So, dann wollen wir mal aus der dreckigen Wand eine frische Wand machen. So, sieht jetzt richtig fresh aus. Das sieht einfach so schön aus jetzt, wenn ich so von hier drin nach draußen gucke. Gefällt mir das so gut. Das passt jetzt einfach so zum dem restlichen Stil von der Wohnung. Und dann kann man sich hier so hinsetzen mit Frühstück oder Mittagessen oder auch mit dem Laptop und kann hier so ein bisschen an der frischen Luft arbeiten und hat auch so ein bisschen Schatten vom Baum. Der Koriander ist komplett abgestorben, das werde ich auf jeden Fall noch ersetzen. Vielleicht mache ich da was anderes hin. Aber ja, ich finde es super schön, bin super happy mit dem Ergebnis. Ja, zeige ich euch den Tisch noch mal mehr im Detail, falls es manche nachbauen wollen. Aber eigentlich ist es eine relativ simple Konstruktion. So einfach so ein Holzrahmen dran und dann hier die Dreiecke mit so Scharniere dran und dann hier halt noch ein Scharnier für die Tischplatte. Super simpel eigentlich. Und es war letztendlich auch super günstig, das zu machen, also von den Materialien her. Ich meine, wir haben so zwischen 50 und 60 Euro ausgegeben, was voll okay ist für so einen maßgeschneiderten Tisch quasi. Ja, super schön. Kann man jetzt schön auf dem Balkon chillen. Die Mädels sind für heute Abend das erste Mal seit langem, also seit Corona, für draußen Abendessen verabredet. Und ich wollte euch vorher mein Outfit zeigen. Also ich trage hier einen Pullover von Arket. Der hat diese coole Zipper an den Seiten, hier auf beiden Seiten. Und die habe ich jetzt komplett aufgemacht. Dann fällt er nämlich so cool A-förmig. Und ja, finde ich sehr cool. Dazu trage ich eine relativ alte Anzugshose von Zara. Die ist so high-waisted. Und meine Sandalen von Totem. Von denen gibt es mittlerweile richtig viele Alternativen. Die werde ich euch alle mal in der Infobox verlinken. Ja, und dazu meine neue Basketbag von Loewe. Ich habe nämlich noch flache Flipflops bei, falls ich für den Rückweg keine Lust habe, Absätze zu haben. Dann kann ich immer ganz schnell mit Flipflops laufen. So. Und noch ein Regenschirm, man weiß ja nie. Ja, das ist mein Outfit für heute Abend. We eat from here, or do we put it on our plates? Like, how do we handle this? Do we just eat? Second The pepper. round. I just put like a lot of pepper on everything. Yeah. Okay, leider ist es ausgerechnet dann dunkel, wo ich euch ein paar neue Sachen zeigen wollte. Und zwar habe ich bei der Küche hier so innen neue Schubladen eingebaut. Also hier zum Beispiel, da hatte ich vorher hier nur eine große Schublade und dann waren alle einmal so gestapelt. Und jetzt habe ich hier aber nochmal eine Innenschublade eingebaut. Und da sind dann auch nochmal Teller drin. Da muss ich das nicht immer so runternehmen und darunter die Teller rausholen. Und ja,
Ist jetzt viel schöner geordnet. Hier unten auch. Hier sind so die ganzen Mischmasch-Sachen und dann habe ich hier noch mehr Teller. Ja, ist viel angenehmer so. Manchmal merkt man ja im Laufe des Benutzens erst, was man so wirklich braucht. Und das gleiche habe ich hier auch gemacht. Da hatte ich am Anfang nämlich nur eine innere Schublade und eine große. Und jetzt habe ich hier so Mehl und Zucker und so weiter drin unten. Und hier so Vorratssachen, Nudeln und Quinoa und so weiter. Und hier oben Frühstückssachen. Also hier so Müsli-Toppings, Kaffee, Kakaonips, Chia, Cornflakes und halt so Honig und so weiter. Ich überlege hier noch so Vorratsbehälter zu holen, wo ich dann Mehl und Zucker und so weiter abfüllen kann und damit es alles so schön geordnet ist und dann label ich das oben auf den Deckel und das gleiche auch für Quinoa, Linsen und so weiter, damit es einfach ein bisschen ordentlicher aussieht als jetzt hier dieser Haufen von Verpackungen. Ja, vielleicht hole ich die von Muji, aber ich schaue mal, was es noch für Alternativen gibt. Ich habe hier neue Sachen, die ich mit euch zusammen auspacken möchte. Ich habe schon wieder neue Teller. Ihr kennt doch bestimmt, Moment, ich hole die mal. Die habt ihr ja schon öfter in meinen Vlogs gesehen. Diese Teller hier, die sind super, super schön. Die sind von Miyagi Studio. Die habe ich in Seoul in Korea gekauft. Aber die findet man online leider nicht. Und ich wollte aber so gerne mehr davon haben, weil ich diesen Look so super schön finde. Und da kommen die von Arita Japan am nächsten ran. Der Unterschied ist hier, dass die unglazed sind. Also die haben so eine matte Oberfläche und die sind nicht weiß, sondern so hellgrau. Also in echt sieht man den Unterschied, glaube ich, ein bisschen besser. Es hat so ein bisschen einen bläulichen Schimmer. Aber ja, close enough. Und davon habe ich mir, ich weiß gar nicht mehr wie viel jetzt bestellt. Ich glaube von jeder Größe 2. So, jetzt habe ich mal alle ausgepackt. Also die hier sind, ich würde sagen, ungefähr Frühstückstellergröße. Dann haben wir hier so 2 Kuchenteller. Und dann nochmal 2 kleinere, ähnlich wie diese hier für so Kleinigkeiten, die man dann auftischen möchte. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich mag einfach diesen Look. Also ich würde es nochmal mehr bevorzugen, wenn sie auch glazed gewesen wären wie die von Miyagi. Ich weiß noch nicht, wie empfindlich die sind. Die wirken halt ein bisschen empfindlicher als die, aber trotzdem sehr, sehr schöne Teile. Von jeder Größe erstmal nur 2 Stück gekauft, weil ich auch erstmal gucken wollte, wie die so in echt sind. Und wie die sich so bei der Benutzung machen. So, ich habe jetzt alle Teller mal hier gestapelt und dann die kleinen hier, weil ich die nochmal ein bisschen öfter benutze, denke ich. Ja, ich habe in diesem Packschrank ja diese aufziehbaren Schubladen für Schuhe und ich würde jetzt so 3 weitere Schubladen reinmachen, damit wir einfach noch ein bisschen mehr Auflagefläche haben. So. Habe ich 9 Schubladen hier drin und die Schuhe passen alle gerade mal so rein. Ich musste so ein paar aussortieren, aber es waren eh so alte Sneaker, die ich nicht mehr anziehe. Und ja. Zeit für ein kleines Outfit of the Day. Heute mal so ein bisschen kuscheliger mit diesem Cardigan und meiner Kaschmirhose, die ich schon sehr oft angehabt habe. Moment, ich drehe mal die Kamera um. So rum ist, glaube ich, besser. Also ich trage einen Cardigan von Jacquemus. Der ist so ganz flauschig. Und ebenso flauschig ist die Kaschmirhose von Arket, die ihr schon super oft gesehen habt. Und dazu trage ich Hawaiianas, Flipflops, die ich auch immer sehr oft trage. Und Shopper von Loewe. Ich liebe dieses Muster. Ja, dann gehe ich später noch mit Daisy und Alice Mittagessen. Ja. Dann gehen wir mal. Papayasalat. Som Tam, dann ist es Lab mit Ente und Tom Yum Goong. Schön aufgekleckert.
Ein Outfit, was ich gerade sehr gerne trage, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich diese Hose, gerade bei warmem Wetter. Wenn es luftiger sein soll, aber man nicht unbedingt was Kurzes anziehen möchte, dann nehme ich halt diese Leinhose von Arket. Und dazu trage ich einen Stricktop von Philippa K. und so ein Hemd, so ein weißes Hemd. Das ist von Boom Basic, das haben Daisy und ich zusammen in Korea gekauft. Aber es gibt ja solche Hemden eigentlich von jeder Marke. Da suche ich euch einfach ähnliche Teile raus. Und dazu die Celine Boxbag in der kleinen Variante. Ja, super easy Summer Look. So, jetzt schnappe ich mir einfach mal ein Glas. Oh. X drauf. Ja, ich glaube, es ist gut. Weg da! Nein, geht aus der Spiegelung. Mein Handy ist runtergefallen. Das war knapp. Das war so knapp. Es liegt noch an den zwei Fingern. Die sehen so gut aus. Oh, was auf zu wackeln! Ich würde gerne auffahren. Darf ich nicht? Also ich habe insgesamt 12 Cinnamon Buns gemacht und 5 sind jetzt noch übrig. Und Leute, ich muss echt sagen, die sind so gut geworden. Also ich verlinke euch auf jeden Fall das Rezept. Sowieso, wo ich das Video zum Rezept gesehen habe und wo die Stelle kam, wo er den Teig so twistet, war ich so, oh mein Gott, sieht das gut aus, muss ich unbedingt nachmachen. Jetzt habe ich es auch getan und sie sind echt gut geworden. Ich habe die ja so ein bisschen anders gemacht. Ich habe nämlich nicht nur eine Zimtfüllung genommen, sondern diese Zimt-Butter-Mischung mit so einer Schokocreme, also Nuss-Nougat-Creme, Nussbli, um genau zu sein, gemischt. Und das finde ich halt ein bisschen geiler. Also wenn da noch so ein bisschen Schoko drin ist und nicht nur Zimt, mag ich persönlich mehr. Und ich mag es auch, wenn es so ein bisschen ja, mehr Füllung einfach hat. Also wie er im Video, glaube ich, auch sagt, je mehr man macht, desto messier wird. Zwar auch nicht ganz so einfach. Die sind auch manchmal auch so, sehen die dann teilweise so aus. Aber ich finde es geil. Finde ich sehr cool. Die sehen super fancy aus. Also nicht so standard-kringelmäßig wie sonst halt immer. Sehr cool und schmeckt wirklich sehr lecker. Ja, genau, ich auch. Ich war jetzt bis eben bei Daisy, weil sie nicht da ist, aber sie eine Lieferung bekommt, damit ich das halt entgegennehmen konnte. Und jetzt gehe ich los zu meiner Hautanalyse bei Barbour. Das ist mein Outfit. Ich habe eine kleine Tasche von Daisy ausgeliehen, weil ich hatte nur eine ganz große und eine kleine Tasche mit und brauchte so eine mittelgroße. Deswegen habe ich die mal ausgeliehen. Die ist auch super cool, passt zu meinem Outfit. Ich trage Shorts von Arket. Auch das T-Shirt ist von Arket und ein Hemd von And Other Stories. Und wie immer die Havaianas Flipflops. Ich glaube, es wird nachher regnen. Aber gut, da finde ich Flipflops eigentlich auch immer okay, weil wenn die nass werden, ist es nicht so schlimm. Guck mal. So, ich war ja letztens bei der Hautanalyse bei Barbour und da wollte ich euch jetzt noch kurz erzählen, was da jetzt rausgekommen ist und welche Produkte mir am Ende empfohlen wurden. Also meine Haut ist grundsätzlich eher fettarm. Die wird zwar über den Tag hinweg fettiger, weil sie von Anfang an trocken ist und dann mehr Fett produzieren muss. Und ja, dafür Feuchtigkeit habe ich dann einmal das Phyto CBD Serum, das ist auch beruhigend, und die Renewal Overnight Mask. Und außerdem auch die Augencreme, weil Augenpflege auch immer wichtig ist. Und dann habe ich noch den Clay Multi Cleanser, den kann man nicht nur als Reiniger benutzen, sondern auch als Maske. Ich habe nicht das Gefühl, dass der austrocknend ist. Der nächste Punkt war, wie schuppig die Haut ist. Da ist meine Haut eher so im mittleren Bereich gewesen, also ich kann schon ein bisschen mehr machen. Im Punkt Peelen habe ich dann diese Pads hier bekommen, die finde ich ganz interessant. Das sind so dünne, trockene Wattepads. So sehen die aus. Man kann auch seine Finger hier so reinmachen, dann kann man das so schön benutzen. Hat dann halt so eine
strukturierte Oberfläche. Die werden dann leicht schäumig, wenn man die benutzt. Die sind auch biologisch abbaubar, das finde ich gut. Generell die Clean Formance-Reihe, die Inhaltsstoffe sind bis zu 98% natürlichen Ursprungs und enthalten auch keine Silikone, keine Mineralöle, Parabene, so die typischen Nasties. Da kann ich euch in der Infobox aber nochmal einen Link reinschreiben, wo man nochmal alle Details richtig nachlesen kann. Ja. Okay, wir haben wieder ein Outfit mit meiner Leinenhose von Arket. Aber irgendwie ist es diesen Monat mal heiß, mal kalt. Und deswegen habe ich heute einen Pullover an. Auch von Arket. Ich trage irgendwie fast nur Arket. Aber ich mag die beige Kombi sehr gerne. Und es ist super bequem. Und ja, ich mag halt so eintönige Sachen. Dazu trage ich diese dicken Flipflops von The Row. Die sind echt super cool, weil die halt flach sind. Aber man ist so gut 2 cm größer. Was ja bei meiner Körpergröße wichtig ist, jeder Zentimeter zählt. Und dazu trage ich eine Tasche, die ich schon seit 100 Jahren nicht mehr angezogen habe, bzw. benutzt habe. Von Celine eine Tasche, ich glaube, das Modell heißt Frame Bag. Bin mir gar nicht mehr so 100% sicher. Ist auf jeden Fall ein altes Modell, aber ich mag die Farbe, ist so blau und rostrot. Ja, ein gemütliches Outfit, ihr kennt es ja schon von mir, aber mit so einem leicht edlem Touch, hoffe ich doch. Vom Katzenroll und Sashimi Roll. So, der Monat Juni ist schon wieder rum. Irgendwie ging es schon wieder so richtig schnell. Und Anfang des Monats, also genau dann, wo wir den Tisch gebaut haben, war es auch so richtig heiß. Und sobald der fertig war, war es dann wieder auf einmal so kalt. Und dann wurde es wieder kurz heiß und jetzt auch wieder so ein bisschen regnerisch und nicht so schön. Also super, super durchmischt. Also am Anfang des Monats waren wir auch einmal am See, aber das habe ich natürlich vergessen zu filmen, also typisch. Und Ende des Monats hatte Johannes seinen Geburtstag, seinen 35. Geburtstag. Und er mag es am liebsten, wenn man da was Aktives macht. Also letztes Jahr oder was das Jahr davor, da waren wir Go-Kart fahren und dieses Mal waren wir dann im Hochseilgarten, also Kletterwald. Das hat so, so viel Spaß gemacht. Also ich fand es richtig gut. Ich habe das einmal schon mal gemacht, aber das ist ultra lange her. Und ja, ich fand es richtig lustig. Ich würde es voll gerne nochmal machen. Außerdem habe ich wieder den Honig-Thymian-Kuchen gemacht. Ach, so gut. Und ich habe diesmal die doppelte Menge an Zutaten genommen, damit der einfach so ein bisschen höher wird. Das war auf jeden Fall auch sehr cool. Ach, ist einfach der beste Kuchen. Ich werde euch in der Infobox auf jeden Fall nochmal verlinken, wo man das Rezept finden kann. Also voll viele fragen immer so, ja, ob ich das Rezept posten kann, aber ich finde das nicht fair, wenn ich dann das Rezept so einfach kopiere und reinschreibe. Ich kann das Rezept also das Buch, von wo das Rezept stammt, sowieso so empfehlen. Deswegen guckt euch das am besten auf jeden Fall mal an. Ja, und da war der Monat schon wieder rum. Mal gucken, was so der nächste Monat bringt. Daisy und ich feiern ja unseren 30. Geburtstag und wir haben da auch was zu geplant. Aber ja, das werdet ihr dann im nächsten Vlog sehen. Ja, mal gucken, wie der Juli so wird. Ich hoffe schön. Und ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video wieder gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!